Kannst du singen und würdest deinen Gesang gerne selbst am Klavier begleiten? Oder begleitest du vielleicht gerne einen anderen Sänger, einen anderen Solisten? Thomas Forschbach hier von Werdemusiker. In diesem Video möchte ich dir genau zu diesem Thema ein paar grundlegende Tipps geben. Viel Spaß! Und zwar möchte ich dir in diesem Video 3 Tipps geben. Tipp Nummer 1, wenn du dich selbst beim Singen begleitest. Das ist die allerwichtigste Grundlage. Ja? Viele fragen, hey, warte mal, ist es nicht unmöglich, Klavier zu spielen und dazu zu singen? Oder, wow, du machst ja 2 Sachen gleichzeitig. Wie machst du das? Naja, also die Sache ist, oder das Geheimnis daran ist es, du musst das, was du auf dem Klavier spielst, perfekt intus haben, perfekt spielen können, im Schlaf spielen können. Ja? Also, wenn du deine Stimme noch unsicher am Klavier spielen kannst, oder das, was du am Klavier spielst, wenn das noch unsicher ist, ja, das ist so, wie wenn du mit der rechten Hand spielst, das noch nicht richtig kannst und dann die linke dazu holst. Das funktioniert auch nicht. Ja, es kommt tatsächlich ja eine Aufgabe für den Kopf mehr dazu. Deswegen musst du es perfekt spielen können. Und übrigens, das Gleiche gilt, wenn du einen anderen Sänger begleiten möchtest. Das musst du auch. Du musst deine Stimme perfekt spielen können. Also übrigens mal, wenn du selbst singst, wenn du es am Klavier schon perfekt kannst, dann kannst du auch dazu singen. Ja, da musst du hier nicht mehr groß überlegen. Es funktioniert. Das muss auch nicht extra noch gesondert geübt werden. Ja, also wenn du beide Stimmen separat perfekt kannst, die Klavierstimme und auch deine Gesangsstimme, dann kannst du einfach beides zusammenbringen. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du die Stimmen noch nicht einzeln gut genug spielen. Ja, aber das Zusammenbringen ist in dem Fall kein Problem. So, wenn du jetzt einen Solisten, einen Sänger begleitest, ist das auch wichtig. Wieso? Weil du genug anderes zu tun hast beim Begleiten. Stichwort Kommunikation. Und das ist eigentlich Punkt 1b, also streng genommen habe ich 4 Tipps für dich, aber ich zähle es jetzt noch zum ersten. Kommunikation, du kennst deine Stimme so gut und schaust und hörst, ja, also Kommunikation kann mit Augen und Ohren stattfinden. Genau auf den Sänger, du achtest ihn und deine Funktion ist es zu begleiten, ja, du bist an 2. Stelle, du bist nicht an 1. Stelle, vielleicht hast du ein Solo, was auch immer, dann darfst du an 1. Stelle zu sein, du bist aber im Hintergrund, ja, das ist auch ganz wichtig, das ist eigentlich Tipp Nummer 5. Nämlich du achtest auf den Sänger, du achtest auf die Atmung und dann weißt du auch, wie die Person einsetzt und du passt dich dieser Person dann an, dem Solisten. An dieser Stelle kurz, übrigens, ich habe bestimmt über 100 Sänger in meinem Leben schon begleitet, über 100 Solisten. Ja, aber auf dieser Grundlage basieren diese Tipps. Also ich habe sehr, sehr viel mit verschiedenen Solisten zusammengearbeitet. Und sie haben das sehr zu schätzen gewusst, ja, ausnahmslos, wenn man sehr aufmerksam ist in dem, was der Solist tut, ja, wenn man seine Stimme perfekt spielen kann, seinen Part perfekt spielen kann, sich darauf gar nicht mehr konzentrieren muss, du musst dich nicht mehr auf dich konzentrieren, sondern kannst dich ganz auf die Person, die du unterstützen sollst, ja, du sollst ja ihr Support leisten. Und wenn du dich darauf konzentrierst, ja, das merkt ein Solist sofort und du wirst wahrscheinlich sofort sein Lieblingspianist. Okay, kommen wir zu Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2 ist, spiele der Gesangsstimme oder der Solistenstimme nicht dazwischen. Also ein kleines Beispiel ist, wenn ich jetzt hier And ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ja, schau mal, wenn ich singe Ain't no sunshine, ne, da habe ich allerhöchstens hier diese ganz harmlose Begleitung gemacht. And ain't no sunshine when she's gone. An dieser Stelle, wo die Spielpause ist, darf ich mich auch austoben. When she's gone. It's not warm. Allerdings, wenn der Sänger wieder singt, ganz schmal halten. It's not warm when she's away. Ja, und in der Spielpause darfst du machen, was du möchtest, aber wenn eine Person gerade im Einsatz ist, der Solist, lass sie dabei. Zeig nicht, was du drauf hast, sondern bleib in Reihe 2 und sonst würde das so klingen. And ain't no sunshine when she's gone. Pass auf jetzt.
It's not warm when she's away. Ja, das ist viel zu unruhig und stört übrigens den Solisten oder wenn du selbst singst, total. Okay, Tipp Nummer 3. Du kannst dir oder dem Sänger manchmal die Melodie oder einen Ton vorgeben. Ja, zum Beispiel ist es sehr unterstützend, wenn ein Tonartwechsel kommt. Zum Beispiel singt man gerade irgendwie We are the world, we are the children, and it's to make a better day, just you and me. We are the world. Ja, der Sänger muss den Ton da oben kriegen. We are the world. Den hätte der Sänger kriegen müssen. Siehst du, ich habe ihn auch nicht bekommen, aber wie bekomme ich den? We are the world. Ja, oder ich glaube sogar noch besser einen anderen Akkord vorgeben. Just you and me. We are the world. Hast du gesehen, ich habe am Schluss bin ich den Ton schon hochgegangen und habe damit die neue Tonart deutlich gemacht. So, das ist jetzt wieder von Fall zu Fall, also es wäre jetzt zu komplex hier im Detail drauf einzugehen. Aber Töne vorgeben, in welcher Hinsicht auch immer, ist definitiv ein Punkt, wo man auch den einen oder anderen Sänger unterstützen kann, gerade wenn die Person eher am Anfang ist. Ja, fortgeschrittene Sänger oder sehr professionelle Sänger kriegen nahezu jeden Ton, aber manchmal hilft es, denen tatsächlich nochmal einen Ton vorzugeben. Und wenn wir doch die Möglichkeit am Klavier haben, wieso machen wir es nicht einfach? Wir möchten den Solisten unterstützen. Das ist sowieso das Allerwichtigste, nochmal der Haupttipp, den ich am Anfang mit erwähnt hatte. Als Pianist unterstützen wir, ja, wir leisten Support für den Solisten oder für deine eigene Stimme. Das Klavier unterstützt dich in dem Fall nur, ja, also das ist an Position 2. Ja, also ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein bisschen helfen. Ich bin sehr auf deine Rückmeldung gespannt. Hast du eigentlich schon mal dazu gesungen? Ist es auch das, was du möchtest oder interessiert dich das gar nicht? Ja, wie leicht oder schwer fällt dir das? Wo hast du Schwierigkeiten, ja? Oder wo hattest du mal Schwierigkeiten und wie konntest du sie lösen? Das wäre natürlich ganz großartig, nämlich von diesen Tipps profitieren hier alle. Hinterlass deinen Kommentar hier unter meinem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen wie immer und bis demnächst.